Hallo Leute, unsere Zwillinge sind jetzt eine Woche alt und wir hatten schon ein bisschen Zeit, uns kennenzulernen. Ja, wie ist es mit Zwillingen? Man kriegt Schlaf, aber man weiß nie wann. Also unsere ersten Nächte waren, ja, naja, arbeitsreich. Also ich glaube, eine Nacht war ganz gut. Vielleicht auch noch unsere zweite. Aber in den anderen Nächten hat entweder der Samuel Party gemacht bis um 4 oder um 6 und einmal auch die Sarah. Und letzte Nacht haben sie beide Party gemacht bis früh um 6. Also heißt, sie wollen immer abwechselnd stillen. Stillen, stillen, rummorkeln und dann die Windel voll machen und doch wieder stillen. Ja, das, was man unter Clusterfeeding verbucht. Komischerweise früh dann irgendwann ist Ruhe und dann schlafen sie. Und dann kann ich auch noch schlafen. Das Gute ist, dass meine Mutter gerade da ist und uns bekocht und die Kinder mit betont und dadurch kann ich dann auch ausschlafen, weil die sich darum kümmern, dass die anderen Kinder was zu essen kriegen und nicht alles komplett liegen bleibt. Also ich habe dann heute halt bis 12 geschlafen. Und gestern war es so ähnlich, da habe ich dann auch tagsüber halt geschlafen. Keine Ahnung, was Babys denken, warum man nachts wach sein muss und tags schlafen. Also tagsüber schlafen die richtig gut, ne? Nur eben nachts nicht. Ja, sonst hat sich das mit dem Stillen ganz gut eingepegelt jetzt. Also meine Brustwarzen sind nicht mehr so wund, wie es in den ersten Tagen waren. Also zwickt doch ein bisschen beim Andocken, aber ja, sind nicht mehr so blutig. Das hatte ich bei den anderen Kindern, außer beim ersten Kind nicht. Aber dadurch, dass zwei sind, ist die Belastung schon ganz schön doppelt halt. Ne? Wie still ich? Also manchmal alle beide gleichzeitig, aber meistens wollen sie gar nicht alle gleichzeitig. Also meistens ein nach dem anderen, aber gleichzeitig geht auch. Ich habe da mir was ausgedacht, dass ich die ganz bequem in Seitenlage beide gleichzeitig stillen kann. Dafür pucke ich sie und stapel sie einfach an meiner Brust übereinander. Da muss ich vielleicht den Kopf von dem einen ein bisschen stützen, aber das funktioniert gut. Und da brauche ich nichts weiter dazu, also so mit dem Stillkisten. Und da muss man sich hinsetzen und das ist halt nachts doof. Aber wenn man die stapeln kann und ich mir nichts groß dazu besorgen muss, also wenn die gut gepuckt sind, dann stapeln die sich gut. Ne? Das funktioniert ganz gut, die dann gleichzeitig zu stellen. Sollen wir dieses Holz bleiben? Habe ich nicht x-mal gesagt. Hier kann ich nicht So, Konstantin. weil ihr nicht dieses Brett benutzen. Aber bekommst du mich ja Fragen. Nee. Das Pipi und Kaki und abhalten, also Pipi Kaki ist gut in Gang gekommen. Das Mekonium war am 4. Tag, wurde das schon immer heller, weil dann war ja die Milch da am 3. Tag und dann verschwindet das Mekonium so und wird dann gelber Muttermilchstuhl. Ich verwende aber Wegwerfwindeln immer noch und das ist auch gut so. Also ich habe zwar schon das eine oder andere Pipi und Kaki abgehalten. Also wenn ich merke, das Kind ist unruhig und trinkt nicht richtig und es muss wahrscheinlich, dann halte ich hier auch meinen Topf drunter. Diesen hier habe ich. Aber wenn die nur so im Schlaf knuckern und ich weiß ja, die müssen eigentlich, aber richtig wach werden sie trotzdem nicht, sondern machen einfach nur in die Windel, dann lasse ich die auch, weil da ist mir doch mein Schlaf dann und die Ruhe wichtiger, als die da rauszureißen und auf den Topf zu tun. Also haben wir nach wie vor Wegwerfwindeln und
wenn ich dann irgendwann mal mich so weit fühle und eine Routine drin ist und auch das Kacki nicht jedes Mal kommt. Also irgendwann kacken die nur einmal am Tag noch und am Anfang kacken die irgendwie ständig. Und wenn das dann nachher noch einmal am Tag ist, dann steige ich dann irgendwann so nach und nach auf Stoffwindeln. Mal gucken, wie ich das mache. Das ist jedenfalls der Plan. Ja, sonst. Was haben wir da noch? Ach ja, mein Bauch ist schon wieder deutlich kleiner geworden, aber ich sehe immer noch ein bisschen schwanger aus. Das hier ist mein Bauch nach einer Woche. Und ich hatte ja sonst im Wochenbett immer extreme Probleme mit Verspannung. Also verspannt im ganzen Rücken, Nacken und Kopfschmerzen und krass. Dieses Wochenbett ist es viel, viel besser. Und das liegt daran, dass ich diese schöne Zahnspange habe und das mein Biss entlastet, meine leidigen Aufbauten. Aber in dem Fall ist es echt. Dieses Mal habe ich diese Probleme nicht. Also ich habe leichte Verspannung, dadurch, dass mein Bauch quasi noch nicht richtig hält. Die Bauchmuskeln noch nicht den Gegenhalt geben, den sie sollten. Und dadurch der Körper versucht zu kompensieren und das führt zu ein paar Verspannungen, aber es ist überhaupt kein Vergleich zu dem, wie das in den Wochenbetten vorher war, wo ich, nicht schön. Das war aber das Schlimmste am Wochenbett. Deswegen habe ich immer so Schiss vor dem Wochenbett gehabt, weil das so ein Elend war mit meinen ganzen Verspannungen. Aber diesmal ist es echt okay. Aber ich habe auch vorgebeugt und vorgesorgt. Eine Freundin hat mir ein Massagegerät mitgebracht und ausgeliehen. Und eine andere Freundin hat mir einen Massagegutschein geschenkt. Jemanden, der nach Hause kommt und mich massiert. Muss ich noch anrufen. Also, es ist gut gesorgt und vorgesorgt. Aber diesmal ist es echt auch so. Echt viel besser. Da bin ich echt froh. Also, so ist Wochenbett eigentlich ganz nett, ne? Ich nehme das zurück, dass Wochenbett schrecklich ist. Es war nur schrecklich mit meinen ganzen Verspannungen. Jo. Gestern haben wir so zum ersten Mal gebadet. Das war auch ein Highlight. Und ich zeige euch mal, wie unser Schlafarrangement ist. Also ich habe ja hier gerade das Familienbettzimmer für mich gepachtet. Die 2 kleinen Jungs schlafen beim Papa. Und die Lise schläft aber hier. Und das funktioniert so, naja. Ich glaube, der Jüngste, der hat vor allem die ersten Tage ganz schön damit zu tun, dass er jetzt nicht mehr in seinem Bett neben mir schläft, auf dem Babyplatz. Und beim Papa schlafen findet das zwar auch toll, aber er war ganz schön von der Rolle. Und solange die Babys nachts so viel Krawall machen, ist es, glaube ich, auch eine bessere Lösung, wenn die kleinen Jungs beim Papa drüben schlafen. Weil man weiß nie, wann hier abends Schluss ist. Und dann finden die auch nicht zur Ruhe. Und da ist es besser, man hat eine andere Lösung. So, aber ich zeige euch mal, wie wir hier schlafen. Das hier ist mein Schlafplatz in der Mitte. Und rechts und links habe ich die beiden. Die schlafen am besten gepuckt. Da habe ich so große Frottee-Decken, dünne Decken, die ich dann falte und dann pucke ich sie da drinnen. Das funktioniert ziemlich gut. Da schlafen sie gut drin, da kann man sie gut stillen, ohne dass sie mit ihren Händen im Gesicht rumfuchteln. Hier ist meine Wickelstation quasi. Und hier ist der Samuel und der ist gerade wach. Und ab und zu, weil ich gefragt wurde, verwenden wir tatsächlich auch Schnuller. Und zwar in den ersten Wochen, wenn der Saugbedarf noch so hoch ist von den Babys und aber die eigentlich satt sind und trotzdem ein Haufen Milch aus der Brust kommt und die eigentlich nur an was saugen wollen, dann will ich nicht die ganze Zeit meinen kleinen Finger hinhalten. Und da finde ich den Nuki ganz praktisch.
Und hier drüben schläft Madame. Das war mein eine Woche Update. Und jetzt werde ich mal gucken, dass ich noch ein bisschen Schlaf kriege. Bis dann. Tschüss.